wussten ja selber alle so, jetzt muss entweder wir liefern jetzt oder das Ziel ist schon vorbei in der Gruppenphase. Schauen wir mal auf die Gruppenphase der Youth League. Das erste Spiel zu Hause gegen Kopenhagen habt ihr unglücklich verloren, 0:2. Dann geht es zu Manchester City, sehen wir hier schon. Da liegt ihr 0:1 zurück. Dann schlägt deine Stunde. Vasco, beschreib doch mal bitte kurz, was da passiert. Ja, also ich habe gesehen, Gabriel spielt mit dem Ball und habe dann einen Hackentrick gemacht halt. Und da habe ich mir gedacht, keiner ist frei, ich probiere es einfach mal. Und dann ist er natürlich super eingeschlagen, ne? Also mit einem schwachen Fuß auch noch. Und dann, ja, war schon ein gutes Gefühl. Also, weil wir haben ja super gespielt so. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mit dem Anschlusstreffer, jetzt schießen wir nochmal raus. Dann ist ja auch so gekommen am Ende. Vasco, du hast gerade schon angesprochen, ihr habt ein richtig starkes Spiel gemacht. Das hat auch der Trainer danach gesagt, einer eurer besten Spiele. Ihr führt 2:1 in Manchester, aber was passiert dann? Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie zu sicher waren oder so. Also, wir haben ja stark gespielt, wir wussten es auch. Wir sind ja zur Halbzeit auch in die Kabine gegangen mit einem guten Gefühl. Aber ich glaube, am Ende haben wir uns einfach ein bisschen blöd angestellt. Jetzt gerade mit dem Elfmeter und so, jetzt die Situation danach. Ich glaube, das waren einfach ein bisschen unglücklich auch, würde ich jetzt sagen. Also hat jetzt nichts mit Konzentration oder so zu tun gehabt. Die waren halt in den letzten Minuten halt abgezockter, würde ich sagen. Die haben halt 2 Torchancen bekommen, beide verwertet. Und wir hätten davor auch den Deckel drauf machen können. Haben wir nicht gemacht und dann passiert sowas mal. Wir sind nicht am Ende noch so ein bisschen enttäuscht, ist klar, oder? Absolut. Also nach so einem Spiel, wo man so viel gelaufen ist, glaube ich, hätte man die 3 Punkte mitnehmen können. Alle waren auch müde, ja. Ganz müde nach dem Spiel. So. Alle hatten alles gegeben. Wenn man die ersten 2 Spiele so unglücklich verliert, macht das was mit dem Kopf? Natürlich, also man geht halt ein bisschen mit einer Unsicherheit ins Spiel. Aber ich glaube, wir wissen, was wir für eine Qualität haben und dass wir auch immer wieder zurückkommen können. Und das haben wir dann auch gezeigt. Absolut. Danach kommt das Auswärtsspiel in Sevilla, das geht 1:1 aus. Das heißt, nach 3 Spielen habt ihr nur einen Punkt. Wie groß war dann der Druck vor dem Rückspiel gegen Sevilla? Ja, wir hatten ja dann schon viel Druck, ne? Also mit einem Punkt nach 3 Spielen steht man schon scheiße da am Anfang. Ne? Aber ich glaube, wir als Mannschaft, wir wussten, dass so... Also ich hatte das Gefühl, dass dieser Druck uns gut tut. Wir haben gewusst, wir müssen gewinnen. Und irgendwie haben wir uns dann irgendwie darauf eingestellt, okay, wir gewinnen jetzt. Und da hat dieser Druck, der hat uns mehr in die Karten gespielt, würde ich so mal sagen. Deswegen, glaube ich, hat sogar uns ein bisschen geholfen so in dem Moment. Schauen wir uns mal das Spiel an. 2 Tore von dir, Julian. Hätten 3 sein müssen, aber ja, 2 reicht auf jeden Fall zum Sieg. Das war das Wichtigste auf diesem Moment. Ja, gute Flanke von Boma und die beiden Innenverteidiger waren beide Spiele ganz schwierig vor ins Tor zu kommen. Und ja, dieses Mal hat es geklappt. So, ich war auch da ganz froh darüber. Ja, am Ende ja, war wichtig, 2:0. Man sieht die Emotionen, da war schon ein bisschen Erleichterung dabei, oder? Ja, stimmt. Ja, war das 4. Spiel so. Und wir mussten das Spiel gewinnen, um noch eine Chance zu haben, zu weiterkommen. So, am Ende ja, waren wir alle ganz stolz, dass es geklappt hat. Es geht weiter. Das Rückspiel gegen Manchester City. Wir sehen, Paris macht das 1:0. Und dann schlägt aber City zurück. Und zur Halbzeit steht es 1:3. Was hat euch der Trainer in der Pause gesagt? Wie hat er euch wieder aufgebaut? Dass wir halt eine gute Halbzeit gespielt haben, nur 2-mal unglücklich Tore kassiert haben oder 3-mal. Und dass wir halt genauso weitermachen sollen. Und da haben wir ein bisschen den Plan umgestellt und dann lief es besser. Ich glaube auch, wenn man 3:1 in der Kabine steht und wir wussten, im Hinspiel haben wir super gespielt, dann gibt man nicht so leicht auf, vor allem weil wir wussten, wir müssen punkten. Glaube ich, gab es auch wenig zu sagen dann vom Trainer. Natürlich hat er uns nochmal gepusht, aber wir wussten ja selber alle so, jetzt muss entweder wir liefern jetzt oder das Ziel ist schon vorbei in der Gruppenphase. 1:3 gegen Manchester City zu Hause zurückzulegen, ist natürlich mega schwer. Aber dann kommt Gökhan Gürpüz. Beschreib doch mal bitte seine 2 Szenen. Überragend. Also beide Tore, da zeigt er seine individuelle Qualität, die er hat. Geht dann 2, 3 Männer vorbei und schließt dann ab und ja, super gemacht. Und was hat das Spiel mit euch gemacht? Habt ihr dann wieder auch ans Weiterkommen geglaubt? Absolut. Ja, absolut. Also wenn du 3:1 gegen City zurückkommst, ich glaube, dann glaubst du, dass alles möglich ist. Also ich glaube schon nach dem Spiel gegen Sevilla, also ich glaube generell in der Gruppenphase gab es keinen Punkt, wo wir nicht mehr dran geglaubt haben. Wir wussten, es wird schwer, aber
jetzt nach dem Unentschieden nochmal gegen City haben wir dann, glaube ich, waren wir noch motivierter. Und ich glaube, jeder hat dran geglaubt. Und ihr hattet das Endspiel, wir sehen es gerade in Kopenhagen. Da müsst ihr gewinnen in Kopenhagen. Es steht lange 0-0, auch weil Silas einige Male stark pariert. Es war natürlich ein Geduldsspiel. Aber dann kommt die 87. Minute. Und du, Julian, spielst einen langen Ball auf Paris. Hattest du da schon eine besondere Idee? Ja, Trainer hat vor dem Spiel gesagt, wenn wir am Ende noch ab der 88. Minute noch 0-0 stehen, dann müssen wir einfach Risiko einnehmen. Und ja, der hat gesagt, ja, nimm die nach vorne und einfach lange Ball reinspielen. Dann hoffentlich entsteht da etwas. So, ich dachte, ja, ich spiele den Ball einfach lang. Und, ja, der macht das überragend. Beschreib mal die Emotionen nach dem Schlusspfiff. Ja, unglaublich. Unglaublich. Das Gefühl danach waren alle so stolz. Letztes Jahr sind wir auch weitergekommen, aber ich glaube, diesmal war noch mal ein bisschen anders, weil letztes Jahr waren wir ja in der Situation, von 3 Spielen mussten wir 1 gewinnen. Wir haben es zwar auch am letzten Tag erst gewonnen, ne, aber ich glaube, dieses Jahr mit so einer schweren Gruppe und dass wir auch am Anfang vielleicht so schlecht gestartet sind, war die Erleichterung schon sehr, sehr groß, dass man dann es noch geschafft hat, so am letzten Spieltag, in den letzten 5 Minuten. Deswegen war schon gegen Kopenhagen, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht unser bestes Spiel war die Freude schon sehr, sehr groß. Und ihr habt euch das Playoff-Spiel in Edinburgh verdient. Wir gucken mal kurz rein. Flutlichtatmosphäre natürlich, das Stadion ist gut gefüllt, Stimmung ist toll. Und die Gastgeber gehen in Führung. Warum habt ihr euch davon nicht unterkriegen lassen? Also es war ja nicht das erste Mal, dass wir zurücklagen und zurückgekommen sind. Von daher, also ich habe halt nach dem Gegentor zu den Jungs gesagt, Männer, wir machen genauso weiter. Wir sind besser, als sie, das wissen wir, und das haben wir ja dann auch gezeigt. War halt nur in der Frage der Zeit, bis wir unser Tor machen. Julian, du beim Elfmeter, was geht einem da durch den Kopf? Einfach gar nichts. Ich wusste nur, ja, der Ball muss rein und ja, da war natürlich ganz viel Druck drauf. Und ja, auch so viele Leute, die gepfiffen hatten für mich. So das hat das noch etwas mehr Druck daran gegeben, aber am Ende, ja, ich habe meinen Kopf kalt gehalten. Heißt das so? Ja, so ungefähr. Ja, kann man kalt sagen. gehalten und ja, reingeschossen. Und so, Du warst ja, eiskalt wichtig, vom Elfmeter. Ja, war wichtiges Tor wieder. 1-1. Und nicht nur das, dann kommt ja quasi die letzten Minuten Ja, und Henry macht das 2:1. easy. Ja, Das war schon ein sehr, sehr wichtiger Moment. Ich glaube aber auch schön für den Spieler, ja. weil der ist absoluter Teamspieler und alles. Wirklich, Ja. jeder ist sehr, sehr gut mit dem. Am Ende tut es mir ein bisschen leid für den Kameramann, der da ein bisschen ungeschickt lag. Ich habe das auch sagen. Ja, dem wurde ja dann auch hochgeholfen. Also, ja, die Emotionen waren da sehr hoch und dann kann es schon mal sein, dass der Kameramann umfliegt, glaube ich. Edinburgh bekommt dann noch eine letzte Ecke. Beschreib mal, was war da los? Also ich hatte da wirklich so Angst. Ja, ich ich auch. habe den Ball da reingehen gesehen und dann kommt auf einmal Silas da raus und dachte mir auch wirklich so, wow. Also macht Silas sehr stark, hat uns ja schon oft gerettet. Ich dachte auch, Silai. boah. Das war ein Trip, der euch wirklich gut getan hat, glaube ich, oder? Ja, absolut. Ja, auch als Mannschaft. Ja. Ich glaube, uns hat uns sehr verbunden. Auch generell dieses ganze Turnier. Da haben wir schon öfters nochmal gezeigt, dass auch wenn es vielleicht schwieriger für uns wird, so jetzt in Edinburgh, da war ja nicht einfach, auch wenn die einzeln vorne waren, dass wir es halt trotzdem packen so. Und ich glaube, es hat uns schon mehr zusammengeschweißt als alles andere. Kommen wir zum Schluss zum Achtelfinale gegen PSG. Ihr macht ein wirklich starkes Spiel, seid eigentlich die bessere Mannschaft, habt Torchancen, wie jetzt hier durch Paris Brunner. Aber das erste Tor macht PSG. Samuel Bamba kann wenig später ausgleichen. Was macht euch so selbstbewusst, dass ihr euch von Rückständen nicht unterkriegen lässt? Wir brauchen irgendwie Druck, habe ich das Gefühl, so ab und zu. Und wir haben uns so oft gegen Rückstände gespielt, dass es mittlerweile schon eine Gewohnheit für uns ist. Und wir wissen, wenn wir ein Tor schießen, dann sammelt sich alles an, dann wird es noch besser. Wir sehen, ihr habt noch ein paar gute Chancen durch Freistöße. Und Silas hält auch noch mal überragend. Und dann kommt es zum Elfmeterschießen. Hattet ihr das vorher schon trainiert oder gedacht, es könnte zum Elfmeterschießen kommen? Ja, wir haben einen Tag davor beim Training, haben die Schützen dann mal alle geschossen. Und dann, also ich war mir dann sicher, dass ich habe im Training gut geschossen.
wenn ich so reingehe, dann mache ich den im Spiel auch rein. So ist es dann auch gelaufen. Wir sehen, du machst den ersten Elfmeter, auch eiskalt, Torhüter hat keine Chance. Aber da geht einem schon die Pumpe, oder? Natürlich, also es war ja ziemlich laut mit den Fans und so, aber die standen ja alle hinter uns. Das hat dann nochmal einen kleinen Push gegeben, dass man da motiviert war. Aber ich glaube, es war auch einfach alle, die jetzt zum Beispiel nicht geschossen haben, oder generell alle. Wir wussten ja, wenn wir unsere Tore reinmachen, dann werden wir schon gewinnen. Weil es war, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis Silas einmal hält. Und dass er es dann halt so spannend gemacht hat, hat keiner erwartet, aber besser spät als nie, ne? Der Trainer sagt halt auch immer beim Elfmeterschießen, Silas hält immer ein. Der wird wir schon müssen einfach einhalten. nur die Dinger reinmachen und der erklärt das schon. Ich glaube, das zeichnet uns nochmal aus, dass wir halt so einen kühlen Kopf halten. Und dann sieht man auch, was das für eine Erleichterung ist, wenn du so ein Spiel gewinnst gegen so einen Gegner. Ja, ich weiß auch noch, als wir jetzt bei einem Elfmeter standen, da ist natürlich immer Anspannung groß. Und dann haben wir auch uns gegenseitig gesagt, egal ob wir jetzt beim Elfmeterschießen verlieren oder gewinnen, wir haben so gut gespielt und ich glaube, jeder, der das Spiel geguckt hat, der hätte auch gesagt, dass es so ein verdienter Sieg gewesen war. Und dann haben wir uns auch gegenseitig gesagt, egal was passiert, wir können stolz auf uns sein. Ja. Und ich glaube, so haben wir halt ein bisschen Druck runtergenommen. Und dann haben die Schützen halt echt überragend geschossen auch einfach. Jetzt wartet im Viertelfinale Hajduk Split. Was erwartet ihr da für ein Spiel? Schwierig. Ein sehr hartes Spiel, würde ich sagen. Ich glaube, von der Mentalität sind die auch ganz weit. Auch mit den vielen Fans, mit denen die immer reisen. Ich glaube, das wird dann nochmal ein harter Brocken. Ich glaube, es wird so ein Spiel wie in Edensburg. Ja. Ein bisschen ähnlich, glaube Ja, ich. ich glaube, die Mit werden diese auch, Fans auch. ja, und kämpfen und so. Ja. Die werden viel laufen, kämpfen, auch viel reden und alles. Ich glaube, es wird schon ein sehr ekliges Spiel so. Aber die Vorfreude ist schon da bei euch, oder? Klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, einfach wieder so weit wie letztes Jahr. Das hatten wir am Anfang auch nicht gedacht. Und ja, natürlich super schön, dass wir das wieder so weit geschafft haben. Und jetzt können wir auch noch mehr schaffen. Und ja, wir werden sehen, was passiert.